SUV waren im vergangenen Jahr 2022 wieder einmal die beliebteste Fahrzeugklasse in Österreich. Vor allem die kompakten mit einer Außenlänge von rund 4,5 Metern stehen nach wie vor hoch im Kurs. So wie die beiden hier. Allen voran der immer noch beliebte VW Tiguan, mit dem der SUV-Boom vor rund 15 Jahren erst so richtig Fahrt aufnahm. Ihm gegenüber steht das wichtigste und meistverkaufte Modell von BMW, der komplett neue X1. Beide SUV gehen mit den jeweiligen Top-Dieseln an den Start. Was sie verbindet, was sie trennt, haben wir im Auto-Touring-Vergleichstest herausgefunden. Die typische BMW-Niere ist groß wie bei allen aktuellen Modellen, fügt sich optisch aber besser ins Frontdesign ein. Mit exakt 4,5 Metern Außenlänge ist der X1 lediglich 5 cm länger als bisher. Die Abgrenzung zum größeren X3 bleibt somit gewahrt. Sinnvoll beim neuen BMW X1, die Heckklappe ist bei allen Modellen ab sofort serienmäßig elektrisch. Der Kofferraum tadellos geräumig, unter dem doppelten Ladeboden gibt es ein wirklich großes, sinnvolles Fach und wie bei BMW üblich können die Rücksitzlehnen dreigeteilt nach vorne geklappt werden. Was auch Sinn macht, die Rücksitze können in der Länge verschoben werden. Das Fahren mit dem BMW X1 macht wirklich Spaß und ist wie gewohnt eine Domäne von BMW. Die Lenkung ist super direkt, das Fahrwerk verhältnismäßig straff, das könnte durchaus einen Hauch galanter bei schlechten Straßen sein. Die Sitze, die sind wirklich bequem, sie bieten guten Halt und sind ausgesprochen langstreckentauglich. Bremsen könnte er allerdings etwas besser, da liefert der Tiguan die etwas bessere Performance. Aber wenn es um den Verbrauch geht, da hat der X1 die Nase vorne, denn knapp über 5 Liter, exakt nämlich 5,2, sind für einen Diesel mit rund 200 PS eine wirklich tolle Leistung. Das Platzangebot hier im X1 ist wirklich sehr gut. Speziell auf den vorderen Plätzen haben 2 Insassen mehr als genug Platz. Das Cockpit an sich wird dominiert vom großen Touchscreen, dessen Bedienung aber leider immer wieder auch Rätsel aufgibt. Beispiel hier diese unzähligen kleinen Icons. Die können zwar sehr viel grundsätzlich, aber während der Fahrt sind die nicht wirklich einfach zu bedienen. Auch das Layout der Armaturen. Wer die klassischen Rundinstrumente von früher kennt, der wird etwas traurig sein. Das hat man heute nicht mehr. Was wir auch vermissen, hier in der Mittelkonsole, das altbewährte iDrive, der Dreh- und Drückregler, mit dem man am Bildschirm wunderbar navigieren konnte und teilweise nicht einmal den Blick von der Fahrbahn nehmen musste. Ein Rückschritt bei der Bedienung betrifft beispielsweise den Tempomaten. Da im Speziellen die Einstellung des Abstandes zum Vordermann. Was man früher mit einem Tastendruck am Lenkrad erledigt hat, bedarf jetzt 5 Schritten am Touchscreen. Seit 2007 ist der VW Tiguan die Konstante bei den Kompakt-SUV. In Österreich verkauft er sich aktuell genauso gut wie etwa der VW Polo. Trotzdem fällt er im Straßenbild nicht sonderlich auf. So unauffällig ist sein Erscheinungsbild. Aber vielleicht ist gerade das auch ein Teil seines Erfolgs. Wenn jemand Wert auf Komfort legt, dann ist er beim VW Tiguan richtig. Das Fahrwerk filtert fast alle groben Unebenheiten sehr gut weg. Die Lenkung ist feinfühlig, gibt ordentlich Rückmeldung. Was ein bisschen eine Schwäche ist, ist beim Anfahren so eine halbe Gedenksekunde, bis der Motor auf Touren kommt. Beim Verbrauch kommt er nicht an den BMW X1 heran. Da sind wir genau 1 Liter drüber. Braucht 6,2 Liter auf 100 Kilometer, ist aber noch immer für so ein Fahrzeug mit dieser Leistung und nicht vergessen den Allradantrieb wirklich akzeptabel. Wenn man sich die Materialien im Innenraum anschaut, sie sind nicht so hochwertig wie beim BMW, aber dafür ist die Verarbeitung wirklich gut.
Die Bedienung ist etwas übersichtlicher als beim X1, vor allem die großen Symbole am Touchscreen geben überhaupt keine Rätsel auf. Und auch bei der Klimatisierung, die ein Mittelding ist zwischen Touch-Tasten, aber auch Erhebungen, dass man genau weiß, wo man jetzt ist. Das funktioniert hier beim VW ganz gut. Was den VW Tiguan von vielen anderen SUV unterscheidet, sind seine Allradmöglichkeiten. Nicht nur, dass er Allrad hat, er hat auch verschiedene Programme für Offroad bis hin zu Offroad Expert. Also das ist fast schon ein Alleinstellungsmerkmal. Beim Kofferraumvolumen bietet der VW Tiguan wirklich ordentlich Platz. Was etwas verwundert ist, dass es keinen höhenverstellbaren Kofferraumboden gibt. Dadurch hat man dann nicht nur eine ziemliche Ladekante, sondern auch eine weite Stufe runter. Ebenfalls gut gelöst sind die verschiebbaren Rücksitze. Da kann man sich im Kofferraum bei Bedarf noch zusätzlichen Platz schaffen. Die beiden Kompakt-SUV liefern sich ein Duell auf Augenhöhe. Platz 2 geht an den immer noch grundsoliden VW Tiguan. Er bietet viel Platz für die Insassen und fürs Gepäck. Störend ist lediglich die wirklich ausgeprägte Anfahrschwäche. Platz 1 holt sich der brandneue BMW X1. Er ist unglaublich agil und, in heutigen Zeiten besonders wichtig, ausgesprochen sparsam. Schwächen zeigt er vor allem bei der teilweise holprigen Bedienung. Nachholbedarf haben beide Hersteller allerdings bei der Garantielaufzeit. BMW bietet nur 2 Jahre Gewährleistung, bei VW sind es immerhin 2 Jahre Garantie.